Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Weihnachtsfolge von RoboCop Rogue City. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gut, da waren wir letztes Mal stehen geblieben und jetzt gehen wir nochmal nach. Also Fastfood-Kanal einzuschalten, das Fernsehen übertreibt gerne. Live bin ich sogar noch besser. When it comes to cleaning criminal scum from the city, I am even better live. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. OCP macht sich viel zu viel Gedanken über die Kosten. Was denken Sie über den Mord? Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Okay, ist der Obdachlose? Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Okay. Gut. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I'd enjoy the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Gut. I will look around. We must bring the murderer to justice. Gut, aktualisiert. Und wir haben immer noch das Thema mit... Ja. Aktiviere, ja, das wissen wir schon. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Da haben wir irgendwelche Handspuren. That's this green blue shit on her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. So, da haben wir noch diese Wunde, die wir erkunden können. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Da ist noch was an den Schuhen. Da ist noch was an den Schuhen. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Was gibt's hier noch? Da gibt's noch was. Stahlschornstein. Warum habe ich das Gefühl? Hier ist der Schuh von ihr. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Verstreuter Abfall. Irrelevant. Hier ist Blut. Blutgruppe AB negativ. Poor Casey. Da sind die Dinge. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Noch irgendwas hier? Ne, hier ist nichts. Gut, jetzt glaube ich, das Auto haben wir verloren, oder? Wer hat Casey getötet? Suche nach Ruth. Das Auto ist, glaube ich, weg. Das Auto ist, glaube ich, weg. Das hätte ich als erstes machen sollen, hat er ja gesagt. Mach das als erstes. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know.
It's as simple as it gets. Aliens did it. Gut. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the Das glaube ich courthouse. doch gerade eben. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been Wahrscheinlich nur what's verkleidet happened. als Aliens, ja. Erzähl mir mehr vom Drehort. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Was bezwecken Sie mit Ihrer Liste? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Warum höre ich mir den ganzen Spaß an? Relativ einfach. Zwischen diesen ganzen wirren Alien-Theorien ist bestimmt ein Stückchen Information, was mir nützlich sein kann. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Und genau das ist es. I will verify your statement. Die hat auch so einen Nevertheless, I Handabdruck, recommend you ja, consult the der psychiatrist leuchtet. at the Das heißt earliest also, possible. der kann nur angemalt sein vielleicht, ja. Now, the set. So, haben wir noch irgendwas hier oben? Gucken wir schnell mal, ob noch irgendwas da ist, bevor ich hier wegziehe. Von dann gehe hier. Ne, hier ist glaube ich nichts mehr, ne? Ne, gut. So, dann lassen wir mal ein bisschen rennen. Dass ich das Auto nicht gesehen habe, ja, das hatte ich jetzt verbockt. Das hätte ich als erstes machen sollen, das Auto, hat er gesagt. Auto machen. Ich glaube, der andere hätte noch überlegt, aber für mich persönlich ist Menschenleben wichtiger als ein gestohlenes Auto. So, lass mal kurz über den Park gehen hier. Ob hier noch irgendwas liegt? Hier, guck mal. Gestohlene Handtasche. Hier liegt nichts. Und der lebt noch. Den Verstoß habe ich nicht richtig gemeldet. So, das ist das Gerichtsgebäude und da hinten dran hatten wir diese Filmaufnahmen, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. So, bin mal gespannt. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually,
You could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Okay. Die Schuldigen werden bezahlen. Ich will nur Gerechtigkeit. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Okay, machen wir. So, der andere ist ja weg. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Da ist die... Ah, guck mal hier. Jenkins. Die Hauptrolle. Beschreibung Verdächtiger. Das ist der Alien-Typ. Guck mal an. Check der Mike. Nicht glitschen, nicht glitschen. So. Es nach unten. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern, aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir mehr Sicherheitspersonal sorgen. Hier haben wir Autos. Autos, die am Parksitz sein dürfen. Dann haben wir die 204. Wir haben die 011. Wir haben die 238. 283. Und wir haben die 622. Ich schreibe es mal vorsichtshalber auf. Hier, guck mal. Und ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Theresa, tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihn verzeihen. Er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde selbst agieren. Haha. Guck mal, also, heißt, wir haben das Fahrzeug, gehört nicht zum Team, und wir haben ein Motiv. So. Posteingang. E. Okay, mehr kann man nicht machen. Q. Ausschalten, okay. Also haben wir jetzt hier ein bisschen was entdeckt. So, gucken wir nochmal hier. Ob noch hier irgendwas ist. Da liegt auch noch was. Gucken wir mal. Also der Lieferwagen gehört nicht dazu. Das wissen wir jetzt. Hier ist übrigens das hellgrüne Zeug. Sunblocker 5000. Bestimmt mit der Überführung. Okay, das ist dann mal. Aha. Haben wir noch irgendwas hier? Das ist das Auto. Da hinten noch irgendwas. Da liegt noch was. Guck mal. Hier. Ah. Scannergebnis. Reifenspuren. Also Fakt ist, ich glaube, könnte gut sein, dass es der Täter ist. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Sie war mit Sunblocker beschmiert. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. Ah. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Aha, cool. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal.
This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Ah. Warum wurde eine Zweibesetzung eingestellt? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Mhm. Wozu ist die Zweitbesetzung? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. Ah. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Nein, verstehe ich nicht. Ich werde die Aufnahmen prüfen. Show me the footage. Check the camera footage. Da ist es, der Camera Footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Da ist You. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Mhm. Dann würde ich ihn mal wieder befragen. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Mhm. Das Vorhalten von Informationen ist eine Straftat. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. Ja. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Na, hatte ich nicht gesagt, dass ich den Typ an der Zapfsäule nicht traue, weil das so komisch war. So, da drüben war die Hell, genau. Gibt's hier noch irgendwas, was ich gucken könnte? Ne, hier gibt's nichts. Da drüben steht er noch. Mhm. Oi, Kitty, Kitty, Kitty. Und das könnte der Wagen sein, hä? Ne, bist du nicht. Aber hier ist ein Eingang. Ah, oh, guck mal hier. Grüne Farbe. Sehr schön. Sunblocker 5000. Genehmigung zum Eintreten erteilt. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Hm. Die ausgleichende Gerechtigkeit. So, dann. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me.
You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Okay. Warum nicht um Hilfe rufen? Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Was war sein Motiv? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. Okay. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Gut, dann. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Ah, guck mal hier. Ha, ein Hammer. So, jetzt gibt es dieses Minigame. Hammer, hier haben wir Blut. Und hier haben wir eine Sonnenbrille. 3 Stück sollte man, glaube ich, erforschen, gell? Halt draufbleiben. Nicht zu früh abbrechen. Ja, läuft. Und hier haben wir die Sonnenbrille. Gut. Jenkins überein. Scanner erfolgreich. Alter, das ist so ein bisschen creepy, ja? So wie noch so ein Snuff. Wie hieß der Film? 7 mm. Kann das sein? Oder 9 mm? Wie hieß der Film? Weiß ich gar nicht. Ja, ist so ein bisschen creepy, ja? So, kann man den aufmachen? Ich möchte gerne gucken, was da drin ist. Da habe ich schon geguckt. Ich will ihn gerne aufmachen. Kann ich nicht. So, was haben wir noch? Wer hat Casey getötet? Ich bin noch gar nicht fertig. Kann das sein? Bin ich nicht fertig? Habe ich irgendwas übersehen? Gucken wir mal. Gibt es hier einen Questlog? Wisst ihr das? Ob es hier einen Questlog gibt? Also ich habe doch hier alles erforscht. Das habe ich alles geguckt. Tja, das wäre das hier, aber ich kann ihn nicht befragen. Der ist fertig, ja. Das habe ich alles gescannt. Kurz mal gucken. Sekundärer Auftrag, freundlich. Ausgang, Hauptgebiet, Aufträge. Hier, Tankstelle durchsuchen. Okay. Gestohlenes Fahrzeug. Ach, guck mal. Das ist noch offen. Sehr schön. Diverse. Diene und Schütze. 3 von 6 Verstöße. Aha. Beschlagnahme Diebesgut. Na, guck mal hier. Also den hier, den möchte ich gerne verfolgen. Gut. Das heißt, wir durchsuchen die Tankstelle. Müsste doch irgendwas geben, oder? Durchsuche die Tankstelle. Das ist hier noch irgendwas hier? Nee, ne? Ne, hier ist nichts. Ne.
Dann gehen wir drin nochmal gucken. Schauen wir drin nochmal rein. Hier, der Gastank ist nicht so in Ordnung. Hier ist eine Schubkarre. Mhm. Hier ist nichts, ne? Ne, hier ist nichts. Springen kann ich nicht. Da ist auch noch ein Wagen. Ui, ruckelt ein bisschen. Okay. The shoes I found in the dumpster behind the mega store. I got $15 for them. Shh, quiet, unless you want to lose them. Da. Okay, das war was anderes. Geschmuggelter. Okay, gut, gehen wir wieder. Hier ist sonst nichts, ne? Ne, Polizeisinne sagen nichts. Dann gehen wir nochmal rein, durchsuchen nochmal die Tankstelle. Hier kann ich nicht hoch, ne? Und wir wissen ja, springen kann er nicht. Dann gehen wir nochmal rein. Der Tank hört sich nicht gut an. Hier ist noch ein bisschen von diesem grünen Zeug. Mhm. Ah, was war das? Hier war da irgendwas? Wahrscheinlich nur so eine Reflexion. Mhm. Also ich hatte doch jetzt hier alles erforscht. Ja, durchsuche die Tankstelle. Ah, guck mal, guck mal. Ah, ist eine Kamera, die habe ich gar nicht gesehen hier. In der Wand verborgene Kameraobjektiv ermöglicht... Ja, guck mal hier. Ein geheimen Raum. Okay. Ah. Na dann. Auswertung läuft. War das? Beweise gefunden, Prominenten verhaften. Ja, sehr schön. Da gibt's noch was hier. Warum bedrohst du mich? Ich bin bloß ein Arzt. Ich kann dir bei deiner... langsam. Ich bin bloß ein Arzt. Ich kann dir bei deiner Honorarfragen nicht helfen. Die Preise für Palliativmedizin sind für alle gestiegen. Nicht nur für deine Mutter. Aber für das Geld, das du bezahlst, erhält niemand so eine professionelle Pflege wie sie. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Sache vorbei ist, wenn du meiner Frau von uns erzählst. Casey. M. M, okay. Gestohlene Handtasche. Mhm. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Der sieht nicht gesund aus. Sehr schön. Dann geht's zum Gericht zurück. Und dann holen wir uns noch das Auto. Und dann würde ich sagen, springe ich mal wieder in die nächste Folge.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte es von der Zeit her soweit sein. Aber erstmal nehmen wir den Kollegen hier dingfest und dann suchen wir schnell nach dem Auto. Na, guck mal, schöne Polizeiarbeit. Mit ein bisschen Gewalt. Hier hinten lang. Da kann ich lang. Ja, da. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Sehr schön. Gut. Case geschlossen. So. Jetzt haben wir gesagt, einmal noch. Und zwar dienen und schützen. Was haben wir hier? Verstöße finden. Öffentliche Meinung über dich. 3 von 6 ist halt schlecht, ne? Da habe ich falsch gemacht. Verfolgen. Den hier. So, der ist da drüben. Jetzt gucken wir mal, ob da noch was ist. Ist da noch irgendwas? Oder ist das erledigt? Well, that's a wrap. Ja, damit hat sie nicht gerechnet. Gut. So, gucken wir mal. Wir müssen das Auto finden. Das ist da drüben. Ne, das ist da. Ja. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy. 3 von 6 ist halt schlecht, ne? Ah, da drüben ist irgendwo die Garage, oder nicht? Noch irgendwas hier? Diebesgut mitnehmen hier. Irgendwas, was ich gefunden habe. Hier war ich, glaube ich, schon. Hallo. Ich glaube, hier war... Pieselst du gerade in den Container? Ah, ne, da... Oh shit, those are some nice looking dentures. I hope they fit. Okay. Den haben wir schon. Also die Meinung von mir ist noch nicht so gut. Irgendwas habe ich noch übersehen. So, ich glaube, ich muss hier runter. Kann das sein? Ah, das ist der Crime Scene hier. Noch irgendwas? Das ist schon groß, ne? Map, guck mal, ist schon groß hier, die Karte. Na, guck mal hier. Schöne Karte. Hier hinten war man, glaube ich, nicht, oder? Ist das die Tankstelle? Was ist das? Ein Leiter? Eine Leiter? Leiter? Waren wir schon mal auf einer Leiter? Ne, waren wir noch nicht, ne? Oh. Ich muss gerade ein kleines bisschen hier, wenn ich hier schon unterwegs bin, gucke ich, ob ich hier noch ein kleines bisschen irgendwas finde hier. Da drüben ist noch was, ja. Alles das, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Gestohlene Uhr. Hier ist nichts. Ich brauche ja Punkte, damit ich weiter wachsen kann. Über Unterführung hier. Stop shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. RoboCop ist hier. Wir sind safe. Geil. Wenn er nicht wieder einer seiner Glitsche hat. So, dann wollen wir mal schauen. Guten Tag zusammen. Sie haben ein Auto von mir. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for.
Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Sie sind nicht belästigt worden. Noch nicht. Das war nicht meine Absicht. I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hardworking citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Okay, sehr schön. Haben wir doch gemacht. Ja, dann gucken wir mal hier, was hier drin ist. Material gescannt. Standardwerkzeug. Batterien. Erfordert Technik Level 2. Okay. Technik Level 2. Ich habe nur Technik Level 1. Schade. Ich habe nur Technik Level 1. War da irgendwas? Ne, da war nix. Da drüben ist noch was. Da drüben ist noch mehr. Guck mal hier. Was haben wir hier noch? Material gescannt. Die Tuku. Ja, das ist, okay. Also im Endeffekt hat er Dreck am Stecken, aber ich kann nichts beweisen, weil ich zu dumm dazu bin. Also noch nicht ausgebildet genug. Mhm. Ah, guck mal. Ah, ist das die Leiter zum Map? Nee, das ist eine neue Leiter. Cool, wie viele Leitern hier überall gibt, ja? Mhm. Das ist der Hinterhof. Da drüben ist eine... Was haben wir hier alles? Gucken wir mal hier. Da ist nichts, ne, gut. Dann lass uns mal die Leiter hochgehen. Ich habe RoboCop noch nie eine Leiter steigen sehen. Ihr bestimmt auch nicht. Dann wird's mal Zeit. Hm? Ah, okay, das ist es schon. Na, guck, was ist das hier? Straftatbeweis. Ui, ruckelt ab und zu. Gut, hier ist nichts. Na, immerhin haben wir einen Straftatbeweis gefunden. Dann klettern wir wieder runter. Gut, dann gehen wir mal kurz mit die... Da ist noch was hier. Irrelevant für den... Okay. War das da oben eine Kamera? Nee. Also es gibt so 2, 3 Sachen, wo ich sagen könnte, das wäre so interessant, aber wir sind noch nicht stark genug oder nicht trainiert genug, um das Ganze zu betrachten. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir da wiederkommen müssen. Ob das so funktioniert. Das wäre für mich neu. Was haben wir hier hinten? Ben, ich habe morgen frei. Aber das kann nicht warten. Ich glaube, Scott hat wieder zugeschlagen. Du willst den Jungen helfen, so wie du mir und den anderen geholfen hast. Das verstehe ich, ja. Aber ich bin immer noch auf der Bewährung. Ich bin immer noch auf Bewährung. Ich darf nicht in irgendeine illegale Geschichten verwickelt sein. Und das ist Scott völlig Schnuppe. Ich habe gesehen, dass er etwas Ich habe gesehen, wie er etwas in seinem Spind versteckt hat. Er hat sich hunderte Mal umgeschaut, wie damals, als er die gestohlenen Radios dort versteckt hat. Sieh lieber nach, sonst kriegen wir noch Ärger. Gut. Neuer Hinweis. Na, da reingucken. Irrelevant für den Fall. See, I've told you, you'll find Jack all.
because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. Mit dem kann ich leben. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Erzähle mir von Scott. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Okay. Scott arbeitet nicht Vollzeit hier. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Warum einen Täter schützen? Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Schau mich nicht so an. Und gib mir nicht diesen Blick. Als hätte RoboCop einen Blick. Gut. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Ja. Gut, was haben wir denn? Gestohlenes Fahrzeug. Da geht's in die Richtung. Wir haben noch eine Leiter. Meine Freunde, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Auch wahnsinnig gerne einen Kommentar, ob ihr beispielsweise spielt, ob ihr das mögt, diese Art von Genre mal zwischendurch zu haben. Würde mich persönlich sehr interessieren. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, frohe Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss.